Ich habe hier ein Suunto Soup Novo und in diesem Video gebe ich euch eine Übersicht über die Menüführung des Tauchcomputers. Los geht's! Dun, dun, dun. Wenn wir uns die Menüführung des Suunto Soup Novo einmal genauer anschauen, stellen wir schnell fest, dass das Menü eigentlich in 3 Bereiche aufgeteilt ist. Und zwar einmal ein Hauptmenü, in dem man die allgemeinen Einstellungen für den Tauchcomputer vornehmen kann. Dann gibt es ein Tauchmodus-spezifisches Menü, in dem man speziell für den Tauchmodus noch einmal Einstellungen vornehmen kann. Und dann gibt es noch ein drittes Untermenü, in dem kann man dann noch einmal Sonderfunktionen abrufen, wie zum Beispiel das Logbuch oder auch den Tauchplaner. Schauen wir uns zunächst den Bereich für das Hauptmenü an. Wenn wir unseren Tauchcomputer einschalten über die Taste Select, kommen wir in den sogenannten Zeitmodus, in dem uns die aktuelle Uhrzeit und das Datum angezeigt wird. Über den linken Knopf Down, wenn wir diesen dann lange drücken, kommen wir in das allgemeine Setting für den Tauchcomputer und sehen hier auch gleich an erster Stelle die Einstellungen für den Tauchmodus. Um den Tauchmodus zu bestätigen, drücken wir die Taste Select und können dann über die Hoch- und Runter-Taste auswählen, welchen Tauchmodus wir in dem Tauchcomputer einstellen möchten. Wir haben hier gesehen, wir haben einmal die Einstellung für Luft, dann haben wir die Einstellung für Nitrox, einmal freie Zeit, hier für Freitauchen und einmal auch komplett ausschalten, wenn man zum Beispiel den Tauchcomputer einfach nur als Uhr tragen möchte. Wir lassen nun erstmal die Einstellung auf Luft, gehen mit der Taste Select wieder zurück ins Hauptmenü und schalten mit dem Knopf hoch auf den nächsten Bereich. Das sind die Alarme. Hier kann ich mir einen Alarm für die Uhrzeit einstellen, also nicht für zum Beispiel einen Zeitalarm beim Tauchen, sondern hier geht es wirklich um die Uhr, die ich einstellen kann. Gehe in den nächsten Bereich Uhrzeit. Hier kann ich mir die aktuelle Uhrzeit einstellen für den Tauchcomputer. Auch nochmal das Format, in dem die Uhrzeit angezeigt wird. Und gehe dann weiter in das Menü Dual Time. Hier kann ich mir eine zweite Uhrzeit einstellen, zum Beispiel für das Ausland oder wenn ich mir meine Heimzeit noch einzeigen möchte. Je nachdem, man kann 2 Uhrzeiten hier nochmal einstellen. Hier habe ich den Bereich Datum, Einstellung für das aktuelle Datum. Im nächsten Bereich habe ich die Einheiten, wie ich sie angezeigt bekomme auf meinem Tauchcomputer. Wir sind in dem Fall im metrischen System und benutzen metrisch oder dann halt eben anderenfalls Imperial. Ich gehe zurück auf metrisch, gehe in den nächsten Bereich Hintergrundbeleuchtung, kann mir hier einstellen, wie lang meine Hintergrundbeleuchtung am Tauchcomputer aufleuchtet. Habe hier den Bereich Kontraste. Hier kann ich mir den Kontrast des Displays einstellen. Hier habe ich den Bereich Töne. Hier kann ich die Töne des Tauchcomputers komplett an- oder ausschalten. Und hier habe ich nochmal den Bereich Version, in dem mir angezeigt wird, wie die aktuelle Softwareversion ist, die Seriennummer und der Batteriestand. Gehen wir nun zurück in den Zeitmodus. Über die Taste Mode bekommen wir nun erstmal wieder die Uhrzeit angezeigt. Und nun kann ich über die Taste Mode den Tauchcomputer aktivieren, bekomme angezeigt, in welchem Modus er sich befindet, Batteriecheck OK und befinde mich nun im Tauchmodus des Computers. Im Tauchmodus des Computers kann ich wiederum in das Untermenü navigieren, in dem dann die tauchspezifischen Einstellungen vorgenommen werden. Das tue ich, indem ich den Knopf Down auch wieder lang gedrückt halte, komme hier in die entsprechenden Settings und kann nun im ersten Reiter mir meine persönlichen Einstellungen vornehmen, zum Beispiel einmal die persönliche Fitness, kann man über Levels anpassen
oder dann auch hier die Anpassung für zum Beispiel Tauchgänge in höheren Höhen. Gehe dann in den nächsten Bereich rein, Tiefenalarme. Hier kann ich mir einstellen, bei welcher Maximaltiefe ein entsprechender Alarm angehen soll. Im nächsten Bereich habe ich einen Tauchzeitalarm, also sprich die maximale Zeit kann ich hier einstellen, bei der ich dann gewarnt werde. Im nächsten Bereich haben wir die Sample Rate. Diese Sample Rate ist mehr oder weniger die Aufzeichnungsrate für das Logbuch. Also sprich, alle 10 Sekunden wird ein Eintrag in das Logbuch gemacht. Das kann ich mehr oder weniger auch auf 20 Sekunden, 30 Sekunden stellen. Das gilt dann für einen Tauchgang. Damit wird der Tauchgang dann genauer dokumentiert. Gehen wir nun in den nächsten Bereich Deep Stop. Hier kann ich noch einmal auswählen, ob ich zusätzliche Tiefenstopps haben möchte, die natürlich in dem Modell von Suunto berücksichtigt werden. Je nachdem, nach Präferenz kann man sich das ein- oder ausschalten. Nun sind wir also einmal durch das Untermenü für den Bereich Luft durch. Nun sind wir wieder im Tauchmodus. Und wenn wir nun in das dritte Menü schalten möchten, um nochmal Sonderfunktionen für den Suunto abzurufen, machen wir das über die Taste Mode, drücken diese einmal und schalten direkt danach mit Drücken durch das Menü durch, bekommen hier also als erste Funktion einmal den Tauchplaner angezeigt, mit dem ich Tauchgänge zum Beispiel vorplanen kann. Gehe nun in den Bereich History. Hier bekomme ich also meine Logbücher bzw. mein Logbuch angezeigt, in dem meine Tauchgänge verzeichnet sind. Mit dem Knopf Mode gehe ich dann wieder raus und auf den Bereich Zeit und komme nun wieder zurück ins Zeitmenü. Dieses Untermenü ist dahingehend wichtig, um halt eben in das Zeitmenü zurückzukommen, denn nur aus dem Zeitmenü heraus kann ich wiederum in das entsprechende Menü für die allgemeinen Einstellungen wechseln, um dann wiederum den Tauchmodus zu wechseln. In diesem Fall war das jetzt erstmal Luft. Wir wechseln nun auf den Bereich Nitrox und schauen uns nun auch nochmal das Tauchmenü für Nitrox-Tauchgänge an. Gehen also wieder zuerst zurück ins Zeitmenü, aktivieren den Tauchcomputer, bekommen nun Nitrox angezeigt. Und können nun wiederum über die Taste Down in das Tauchmenü für Nitrox gehen und bekommen jetzt hier im ersten Reiter Nitrox angezeigt. Und hier kann ich nun dementsprechend über die Hoch- und Runtertasten meinen Nitrox-Wert anpassen. Bekomme dann hier oben die maximale Tiefe MOD für den Tauchgang mit dem Wert 35% Sauerstoff. Wenn ich mir den Sauerstoffwert eingestellt habe, gehe ich auf den nächsten Menüpunkt mit Select und kann mir meinen PO2-Wert einstellen. Im Regelfall ist der auf 1,4 und bestätige diesen mit Select und komme nun wieder ins Menü. Hier kann ich nun einmal wieder die persönlichen Einstellungen vornehmen, wie vorher auch, den Tiefenalarm einstellen, auch wieder eine maximale Zeit mit Alarm belegen, die Sample Rate wieder anpassen und auch wieder auswählen, ob ich einen Deep Stop machen möchte. Somit habt ihr nun gesehen, wie man einmal durch das Menü durchkommt und vor allen Dingen auch relativ schnell zwischen den einzelnen Tauchmodis wechselt. Um es nochmal kurz zusammenzufassen, wenn ihr im Tauchmodus seid, drückt ihr die Taste Mode, schaltet durch, bis ihr auf Time seid, seid nun im Bereich Zeitmenü, geht mit der Taste Down wieder in die allgemeinen Einstellungen, bestätigt den Dive Mode, wechselt auf den entsprechenden Modus, den ihr haben wollt, bestätigt mit Mode und habt nun relativ schnell euren Modus dann auch gewechselt. Dun, dun,